Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert und genau, heute mit unserem Thema hier Weihnachtsbaum, ganz natürlich, wirklich ganz anders als die Jahre sonst, aber natürlich ganz simpel und einfach. Und ja, ihr Lieben, wir hoffen, euch gefällt der Baum. Do it yourself, ein paar Sachen, Reste von diesem Jahr, die wir heute gebraucht haben. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. So, und bevor wir die Sachen heute vorstellen, Micha, wollen wir uns nochmal recht herzlich bei euch bedanken. Das war ein so wunderschönes Jahr, finde ich, oder? Ja, muss ich auch sagen. Wirklich. Die ganzen tollen Kommentare, ja, das Feedback und alles drum und dran. Und das nicht nur europaweit, sondern wirklich auch darüber hinaus. Also wirklich bis hinten nach Mexiko und so. Also ganz toll. Wir sind super glücklich und sagen nochmal vielen, vielen Dank an euch. Ihr macht es erst möglich, dass der Content und die Videos so entstehen, wie sie sind. Und egal, wie wir manchmal, ich habe jetzt auch eine kleine Prellung, aber egal, oder? Wir sagen, der Tannenbaum wird mit und für euch geschmückt und das nämlich heute ganz natürlich. Und Micha, wir zeigen euch mal, es ist heute nicht viel, es ist sehr ungewöhnlich für mich. Normalerweise ist der Tannenbaum wirklich, letztes Jahr war es rosa-blau, ne? Ja. Genau, rosa-blau mit viel Glitzer und ganz vielen Figuren und das mache ich schon jahrelang. Ich bin da so ein bisschen so ein Freak mit den Tannenbäumen. Aber dieses Jahr habe ich gesagt, und alle sind ganz neugierig, Laura auch. Sie sagt, Mama, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Dieses Jahr habe ich gesagt, wirklich nur mit den Resten, die wir noch haben. Und die stellen wir euch nämlich jetzt vor. Und da gehen wir hier mal runter. Die Zimtstangen, die habe ich nämlich dieses Jahr so gut eigentlich wie gar nicht benutzt. Und da haben wir noch einige von übrig. Und dann die letzten Früchte, die wir haben. Da haben wir einmal die Apfelscheiben, Orangenscheiben, hier von der Limette. Genau. Und dieses Band wollte ich immer wieder mal einsetzen. Ich glaube, bei den kleinen Wichteln. Hier oben in der Infobox könnt ihr mal gucken. Das war die Fensterdeko. Da hatte ich was benutzt. Das war es dann aber. Und ich finde das sehr, sehr schön. Und deswegen habe ich gedacht, wird auch das diesmal benutzt. Ein Seitenschneider, eine Schere. Auch dieses Jahr immer wieder im Einsatz gewesen. Die Kreidefarbe kommt auch in den nächsten Videos nochmal wieder ganz gut in Einsatz. Dann einmal den Schmuckdraht in Silber, einen etwas dickeren Bindedraht in Silber. Und hier drüben haben wir noch einiges an Zapfen übrig gehabt. Auch die kommen heute in Einsatz. Und hier das Kraftpapier. Genau, das brauchen wir. Und ich würde sagen, die Heißklebe. Und es geht los. Als allererstes fange ich an mit den Zapfen und ich habe mir hier jetzt schon mal so ein bisschen Kreidefarbe auf den Teller gemacht und ein bisschen verrührt und nehme jetzt hier und tupfe einfach nur ein bisschen die Farbe hier auf meinen Zapfen rauf. Und man kann natürlich auch, wenn man ihn umdreht, also in den Baum hängt, kann man natürlich auch wunderbar hier von oben das Weiß machen. Und genau, ich lege mir das hier jetzt zum Trocknen hin und mache mir jetzt erstmal die Zapfen weiß. Man könnte sie auch vorher andrahten, entweder hier oben, wenn man sie hängen möchte, oder von unten. Ich zeige euch das nachher nochmal und kann sie natürlich zum Trocknen dann irgendwo hinhängen, ist auch sehr optimal. Kann ich jetzt hier bei uns nicht, beim Film nicht. Deswegen lege ich mir die jetzt einfach hier so rauf. Und ich fange an mit den Orangenscheiben und hier mache ich mir jetzt einfach nur, nimmt irgendwas Spitzes, das geht wirklich ganz flott. Nehme hier etwas Spitzes und steche mir hier ein Loch rein. Nehme das Band, stecke mir das hier einmal durch, kann man nochmal nachschieben.
Genau, dann ziehe ich mir das Band durch und hier möchte ich das jetzt wirklich einfach oben ganz natürlich mit dem Knoten miteinander verbinden. Ich schneide mir hier oben den Rest ab und genau, mache mir hier jetzt oben einen Knoten rein. Ihr könnt die Länge auch ein bisschen variieren. Manche Äste haben natürlich einen tieferen Abstand zueinander. Das heißt, da kann man natürlich ganz gut spielen mit der Höhe. So, und hier mache ich mir jetzt erstmal noch das Band dran. Und bei den Limettenscheiben machen wir das Gleiche. Und da habe ich mich zu entschieden, einfach mal das rosane Band zu nehmen mit den weißen Sternchen. Ich finde, das passt ganz gut mit dem Grün. Und auch hier mache ich das wie bei den Orangenscheiben. Die sind ein bisschen härter. Und stecke mir auch hier wieder das Band durch. Was man auch machen kann, wenn ihr nicht so viel Band habt, kann man auch hier, ich zeige das einfach mal eben hier, so ein kleines Stück Draht nehmen. Das ist natürlich nicht gut. Mal eben den Seitenschneider. So, genau. Und wenn ihr hier einmal das Band abschneidet, könnt ihr das hier praktisch mit dem Draht ein paar Mal umwickeln. Dann braucht man keinen Knoten machen, kann ein bisschen Band sparen und es würde auch wunderbar halten. Den Rest einfach abschneiden und vorsichtig reindrücken. Und auch hier mache ich jetzt das Band dran. Guck mal, das harmoniert doch ganz gut mit den Farben. Grünes Band bei den Orangen, dann hier das rosa Band bei den Limetten. Und ich finde dieses Band, das ist jetzt auch ein bisschen breiter. Das finde ich ganz schön hier für die Zimtstangen. Und dann nehme ich mir einfach 2 Stück und verbinde mir die, indem ich hier einfach nur einen Knoten reinmache. Auch die sollen nur ganz locker im Baum drinne hängen. Hier mache ich den Knoten rein und auch hier schneide ich mir jetzt ein Stück Band ab. Und was ich hier jetzt machen möchte, ich werde gleich mit einem Stück oder mit einem Tropfen Heißkleber mir hier einfach so eine Schlaufe machen, indem ich das hier vorne fixiere. Genau, mache hier einfach so einen kleinen Klecks. Lasse es leicht antrocknen und da mache ich mir jetzt auch noch so ein paar. Guck mal, das sind doch schöne Farben, oder? Ja. Das heißt, wir haben jetzt wirklich schon ein schönes Farbspiel für den Baum und ich denke, ich werde ein paar Kugeln reinmachen in Grün, dass das so ein bisschen miteinander harmoniert. Und ich finde aber auch hier diese Apfelscheiben, warum weglegen, wenn wir die jetzt auch noch mit in den Baum hängen können. Und da finde ich das ganz schön, wenn wir hier einfach nur so ein bisschen Schmuckdraht uns abmachen und den kann man wunderbar hier reinpieksen. Das geht ganz flott. Hier einmal durchstechen, nur miteinander verzwirbeln und das reicht dann auch schon, weil das hänge ich mir dann so in den Baum und die drahte ich mir jetzt alle ein bisschen an. Die Zapfen, die sind eigentlich ganz gut trocken schon und ich werde das jetzt so machen, dass ich den Zapfen, den ich von oben runter hängen lassen möchte, hier einfach in die Zwischenräume reingehe, ganz vorsichtig ein bisschen festziehen, dann gehe ich bis oben hin und genau, ziehe mir das ein bisschen fest und schneide mir das hier oben ab und jetzt guck, kann man den wunderbar so in den Baum reinhängen. Und die ich mir an den Ast festdrahten möchte, dann nehme ich den festeren Draht, genau, schneide mir hier ein bisschen ab und gehe jetzt hier unten in den Zapfen rein und gehe hier jetzt auch ein paar Mal da durch, ziehe mir das fest und dann hält das wunderbar. Die wiegen ja nichts und dann kann man den hier jetzt nämlich wunderbar in den Ast fixieren. Ich wollte jetzt noch eine kleine Holzperle hier einmal auffädeln und die hier oben so raufsetzen, aber die war mir zu groß. Die Holzperlen, die
wir haben, ist einfach zu groß, zu wuchtig für diesen und deswegen lassen wir den jetzt einfach in Natur. Aber auch das würde natürlich total niedlich aussehen. Aber da kann natürlich jeder jetzt das nehmen, was er bei sich zu Hause hat oder wenn nicht, einfach so ganz natürlich. Und jetzt mache ich mit dem Kraftpapier, werde ich mir das ein bisschen eben auslegen. Jetzt nehme ich ein Lineal und werde ungefähr 15 Zentimeter mir hier einmal einen Strich machen. Und das mache ich mir hier auf der anderen Seite genauso. So, und bevor ich mir das hier jetzt gleich abschneide, nehme ich das Lineal und werde hier am Rand mir immer in, ich würde mal sagen, 1 Zentimeter, genau, 1 Zentimeter, ich lege mir das hier an, mache ich mir jetzt hier Striche. Ich habe mir das jetzt schon mal eben geschnitten, ich habe das Cuttermesser genommen und werde jetzt auf dieser Seite auch immer 1 Zentimeter Schritte markieren. Und ich knicke mir jetzt hier an unserer Markierung das Papier. Drehe mir das um. Genau, ihr könnt hier oben in der Infobox mal gucken, da hat mir das Palmblatt auch so gemacht. Und mit Markierung ist es natürlich ein bisschen genauer. Man könnte das auch falten, ohne sich Markierung zu machen, aber ich denke, so ein bisschen genauer wird es schon. Und ich drehe mir das Papier jetzt wieder um und knicke mir das wieder zur nächsten Markierung. Dann nehme ich mir die Schere und werde hier jetzt ganz vorsichtig ein Dreieck reinschneiden. Das war ein bisschen puppelig hier mit dem Einschneiden. Nein, das war, weil das einfach zu viel Papier ist, aber es geht. Und ich zeige euch das mal. Jetzt kann man das nämlich so einfach auseinanderziehen und jetzt hat man hier so einen super Stern und ich werde jetzt hier erstmal mit der Heißklebe schon mal die beiden Papierenden miteinander fixieren. Das andere ist angetrocknet und hier machen wir es genauso. Heißklebe ran und auch die beiden Enden jetzt miteinander fixieren. Um in der Mitte Halt zu kriegen, nehme ich jetzt hier ordentlich Heißklebe, nehme hier so einen weißen Stern, die wir noch hatten. Tatsächlich sind das auch hier wirklich die allerletzten Reste. Und auf der anderen Seite habe ich habe nämlich noch einen großen und den fixiere ich mir hier auf der anderen Seite und dann ist der in der Mitte auch richtig schön stabil und fest. Was man machen kann, man kann natürlich jetzt Kraftpapier auch noch mal so ein rundes Stück ausschneiden, dagegen setzen, einfach, dass man es fixiert und ordentlich Halt hat. So, ist nicht perfekt, aber uns reicht das, oder? Das reicht, das ist viel klar. Ja, finde ich auch. Also ich habe jetzt hier nicht genau nach Augenmaß. Man hätte jetzt auch hier nochmal Löcher reinmachen können. Aber ich finde, das reicht so. Ich finde das mit dem Stern und dieses Schlichte ist ganz schön. Wir haben dieses jetzt, wir haben unsere Früchtchen und Zapfen und wir gehen jetzt runter mit euch zu unserem Tannenbaum. Und hier haben wir unseren Tannenbaum, ne Micha? Ja. Genau, von wo natürlich vom Hof Oelkers. Und diesmal wirklich klein. Normalerweise haben wir immer, seitdem ich denken kann, immer große Bäume. Und dieses Jahr haben wir gesagt, wir haben so viel Deko hier, so wunderbar. Und dann nehmen wir einfach mal einen kleinen und machen den richtig schön natürlich. Und das machen wir jetzt mit euch. Und bevor wir nämlich starten, nehme ich die Lichterkette und mache die hier schon mal rein. Diese Lichterkette hat einen Timer. Das ist natürlich praktisch, aber da er ganz natürlich heute ist, beziehungsweise in diesem Jahr, werden wir hier für die Echtwachskerzen die Halter ranmachen und da vereinzelt jetzt ja welche mit reinmachen. Und das machen wir mal eben. Die Halter haben wir drin, Kerzen kommen zum Schluss und auch die machen wir, glaube ich, nur Heiligabend an, oder?
Also ist natürlich schön, aber wenn wir hier sitzen, dann machen wir sie an, ansonsten nicht, ansonsten nur mit der Lichterkette. Aber ich finde, dann kann man das wirklich mal machen. So, und da wir bei den natürlichen Sachen sind, diese großen weißen gewachsenen Zapfen, die hatten wir noch und auch die setze ich mir jetzt hier überall in den Baum mit rein. Dann haben wir hier so kleine Eicheln, finde ich total schön. Das sind so Glaseicheln und die sind mehr in diesem ja, silbrigen Look und dann hier mit Weiß und Grün. Und ich finde, auch das passt natürlich jetzt hier ganz gut rein. Und ich finde, so ein paar Kugeln und so ein bisschen Glitzer ist immer wunderbar. Und auch die kommen jetzt hier mit rein. 2 Vögel habe ich noch gefunden, auch im grünen Ton. Und ich finde, auch die passen noch ganz niedlich hier in diesen Baum rein und auch die setze ich hier noch mit drauf. Und jetzt habe ich noch mal grüne Kugeln und auch die werde ich jetzt hier noch mal verteilen. Ist ein schöner Ton, Micha, oder? Das ist ein schöner Ton. Wirklich. Grün in grün, aber es funktioniert trotzdem. Aber jetzt kommt ein bisschen Farbe da rein und da fangen wir doch an mit den grünen Limetten, und auch die kommen jetzt hier überall zwischendurch mit rein. Und das gefällt mir wirklich gut, oder? Guck mal, auch hier mit dem rosa Bändchen, da kommt jetzt wirklich noch ein bisschen Helligkeit und Farbe mit rein, passend zu unseren Wänden. Die orangen Scheiben mit dem grünen Bändchen, auch die kommen jetzt hier überall mit rein. Jetzt fängt das richtig schön an zu riechen, weil die Zimtstangen, die haben wirklich einen super schönen Geruch. Und die werde ich mir jetzt hier auch überall noch mal mit reinhängen. Gerade die mit dem längeren Band, die können jetzt natürlich hier wunderbar mit rein, wo wir noch relativ viel Platz haben zum anderen Ast hin. Und auch die kommen jetzt hier überall mit rein. Und die Apfelscheiben, auch die werden jetzt hier mit angedrahtet. Und das finde ich ganz niedlich, jetzt wirklich nur mit dem Draht, also wirklich so ganz zart hier mit drinne. Und ich finde, das fügt sich hier wirklich gut mit ein. So, und wir hoffen natürlich sehr, dass euch das gefällt. Wie gefällt dir das, Micha? Sehr gut, richtig schön natürlich. Mal was anderes. Ja, ne, ist mal was ganz anderes. Genau, und unsere Zapfen mit der Kreide, mit der Kreidefarbe, die drahten wir jetzt hier an die Äste mit ran. Und zwar die wir von unten angedrahtet haben, die kommen jetzt hier ganz locker, guck mal, wunderbar. Wie die großen Zapfen auch. Und die legen wir hier oben rauf und drahten die einmal nur an. Und die von oben gedrahtet sind, die können jetzt hier nochmal auch wieder in die Äste rein. Guck mal, und die hängen jetzt einfach hier so nach unten hin. Und das ist natürlich, da kann man das super dekorieren, wenn man dann nochmal so längere Abstände hat von Ast zu Ast. Und das sind natürlich ganz schöne Füller. Und guck mal hier, das ist doch wirklich ganz niedlich. Und das machen wir jetzt hier nochmal überall mit rein. Und die Kerzen. Die kommen jetzt auch da rein. Die echten Bienenwachskerzen. Und es geht los. Und guck mal, was wir angemacht haben. Unseren Brunnen hier mit unserer Tanne, die wir gemacht haben. Aber natürlich müssen wir für die Enkelkinder und die Kinder müssen wir auch noch einen geschmückten Baum haben. Und das ist unsere Spitze, die selbstgemachte aus dem Kraftpapier. Könnt ihr auch wunderbar aus einer Papiertüte machen, so wie man es gerne möchte oder wie man es auch zu Hause hat. Und ich glaube, Micha, hilfst du mir? Ich glaube, du musst da einmal oben ran. Und ich habe hier einfach nur einen Draht durchgemacht und wir drahten uns das jetzt hier oben einmal fest. Mache ich.
Die Spitze ist dran, Micha ist nach oben gestiegen, genau, und hat sie rangemacht. Ihr Lieben, und wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute mit diesem Tannenbaum-Thema inspirieren konnten. Ganz natürlich, wie immer. Und dann würden wir uns natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen, ihr Lieben. Und ja, wir freuen uns, es ist jetzt die Zeit, die Weihnachtszeit kommt. Und wir melden uns auch nochmal, oder Micha? Ja, natürlich. Genau, wir werden uns nochmal melden und folgt uns gerne auf Instagram, Facebook, guckt hier unten mal, da findet ihr die Links dahin. Auf die Webseite guckt gerne mal, da geben wir dann auch nochmal Verlinkung zu Dekoartikeln, die wir gefunden haben oder auch zum Hof Oelkers. Und ja, ich drücke euch, eure Conny und... Euer Micha, euer Kameramann. Genau, ihr Lieben, bis die Tage. Bleibt gesund, tschüss.